This video features an oral history that revolves completely around the Berlin Wall. It takes place in Berlin itself in the 1960s and early 1970s. In order to understand this story and to grasp its importance, I would recommend you to refresh your memory concerning the Berlin Wall beforehand. For example, you can watch this mini documentary. You can find the link in the description below, or you can find it among the videos on our channel. Now sit back, relax and enjoy this incredible personal history. Also, ich heiße Burkhard Feigl, mit V wie der Vogel, nur mit Ei. Mit meinem Kurzlebenslauf kann ich das immer viel erklären. Ich sage in Thüringen geboren, also in der späteren DDR, in Ostdeutschland, in Thüringen geboren, aufgewachsen in Schwaben, deshalb rede ich auch noch etwas Schwäbisch, einem schwäbischen Akzent, und Mensch geworden in Berlin. Das ist mein Kurzlebenslauf. Also Sie sagen Mensch geworden in Berlin. Was haben Sie in Berlin gemacht? Ja, da kam ich dazu, dass die Mauer gebaut wurde, dass die Grenze zwischen Ost- und Westberlin geschlossen wurde und damit das letzte Schlupfloch für Flüchtlinge, die von Ost nach West flüchten wollten. Es waren ja annähernd 5 Millionen Menschen, die aus der DDR in den Westen geflüchtet sind. Und das aus einem kleinen Land mit maximal 17 Millionen Menschen. Also jeder dritte bis vierte Mensch ist da geflohen. Als diese Flucht nicht mehr möglich war, weil die Grenze zwischen Ost und West geschlossen war, da bin ich eben Fluchthelfer geworden, habe anderen Menschen geholfen, in den Westen zu kommen und das dann immerhin bis 1970 bei 800 Menschen. Ich habe also 800 Menschen etwa von Ost nach West gebracht, von einer Diktatur in die Freiheit. Und das war für mich das Entscheidende, dass die Menschen aus der Diktatur fliehen wollten und in die Freiheit wollten, in der ich aufgewachsen bin. Und ich wollte diesen Menschen, dass sie dieselbe Freiheit erleben können, wie ich sie erlebt habe. At the time, Mr. Weigl was studying medicine in West Berlin. Yet, after the Berlin Wall was built, so from 1961 onwards, Mr. Weigl joined the group of Detlef Giermann, Dieter Thieme and Bodo Köhler to become a professional escape helper. Because these activities had to be kept secret in order to be successful, every participant carried nicknames. And the nickname of Mr. Weigl was Der Schwarze. Or, translated into English, the Black One, or Blackie, because of his dark hair and dark eyes. From 1962 onwards, he began to organize his own escape help activities. Und wie haben Sie diesen Menschen dann geholfen? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten gehabt, Menschen in die Freiheit zu holen. Ich kann es vielleicht tatsächlich am besten mit einer Statistik erklären, weil man bei Flucht und Fluchthilfe denkt man sehr häufig an Tunnel. Es hat insgesamt 75 Fluchttunnel in Berlin gegeben. Durch alle 75 Fluchttunnel, von denen aber nur 19 gelaufen sind, alle anderen sind eingestürzt oder wurden verraten, aber durch alle 75 Fluchttunnel in Berlin sind etwa 400 Menschen in Freiheit gekommen. Durch die Kanalisation allein etwa 800, durch Pässe 10.000. Das heißt, meine Geschichte war natürlich, dass ich Menschen mit Pässen geholfen habe. Mit Tunnel habe ich versucht, aber das hat nicht geklappt. Aber mit Pässen habe ich sehr vielen Menschen in Freiheit geholfen. Although highly successful in the first years, forging passports and other personal documents was not easy. For one thing, you needed the pictures of the people from the East to put on a West German passport. Getting these pictures from these people was a challenge, because you had to meet them one way or another. And the size of the pictures also differed. The passport pictures from East Germany needed to be enlarged in order to fit onto the West German passport. Now try that in a time without Photoshop. It was slightly better to put the pictures on foreign passports, because the requirements of the pictures and personal information would be different. And the hope was that the soldiers and the policemen who checked the foreign passports would not look at the details too much.
such as the stamps and the measurements of the different elements. However, even that was complicated, because somebody from East Germany who got a Swedish passport to escape with obviously needed to pretend to be Swedish. Entire family histories were made up. This person would learn a little bit of Swedish for credibility, and they would also carry everyday objects from the supposed country of origin, such as Swedish newspapers, Swedish matches and Swedish cigarettes. Aber dann auch noch mit einem umgebauten Auto oder mit mehreren umgebauten Autos, wobei das Glanzstück ein Cadillac ist, hat ein Journalist mal gesagt, mit dem Flaggschiff des Kapitalismus habe ich den Sozialismus besiegt. Mit diesem Cadillac habe ich etwa 200 Menschen in den Westen gebracht. A known trick for carrying refugees from east to west in cars was to hide them in the space between the back seat and the trunk. But of course, this got very predictable after a while. In 1964, Mr. Weigel thought of something else. Together with a mechanic from the Düsseldorf area in the west, he modified a Cadillac Coupe de Ville from 1957. The place where the refugees were hiding was right behind the dashboard. Crazy as it sounds, it was more effective than you might think, because, first of all, nobody suspects a person to hide in such a weird place and position, and secondly, it turned out that much of the contents of the dashboard were not essential for the car's functioning, so you could strip it empty. Something that certainly no longer applies today, unfortunately. After successfully bringing 6 to 8 refugees to the west with the Cadillac, it had to be sprayed and altered so it attained a different color and look. The drivers and owners of the car had to change every time as well. That was just for safety, because, at the time, you just never knew who was watching you. Whereas the exact journey was never the same, Mr. Weigel went to the Czechoslovakian border and the Hungarian border more than once to bring people to southern Germany and Austria. Also ich habe dann schon über Jahre hinweg, also 1961 bis 1970, habe ich eben anderen Menschen geholfen, in die Freiheit zu kommen. Und das war für mich das ganz entscheidende Lebenselixier, Freiheit. Ich wollte, dass diese Menschen eben auch in Freiheit leben können und nicht ihre Meinung unterdrücken müssen, nicht tun dürfen, was sie wollen, nicht diskutieren dürfen, was sie wollen, dass sie eingekesselt sind, dass sie durch eine Mauer abgeschlossen sind, nicht reisen können und so. Ich wollte, dass diese Menschen eben eine ähnliche Freiheit erleben können, wie ich sie in der Schule, in meiner ganzen Jugend erlebt habe. Haben Sie mal Angst gehabt? Es hat schon viele Situationen gegeben, in denen ich Angst hatte. Erstaunlicherweise, als ich einen Tunnel gegraben habe, habe ich Angst gehabt. Wobei ich aber die Angst eigentlich mehr darauf zurückführe, dass ich extreme Luftnot hatte, dass ich zu wenig Sauerstoff gehabt habe und zu viel CO2 produziert habe, die ich nicht losgeworden bin. Das heißt, die Luftnot hat im Grunde genommen dann auch die Angst bewirkt. Aber ich habe auch in anderen Situationen sehr große Angst teilweise gehabt, aber keine Angst, die mich gelähmt hat. Ich habe immer gewusst, ich will das hier tun, egal ob ich Angst oder nicht Angst habe. Es war notwendig, anderen Menschen zu helfen für mich. Es war nicht ein freier Wille von mir, sondern es war notwendig, dass ich den anderen Menschen helfe. Und deshalb habe ich das auch weitergemacht, auch wenn ich Angst hatte. Was meinen Sie, was soll die nächste Generation unbedingt über die Mauer wissen? Die Mauer ist mir jetzt eigentlich nur als Symbol wichtig, als Symbol der Unfreiheit. Es gibt ja viele Symbole der Unfreiheit, Gefängnisse, Stacheldraht, die Mauer und so weiter. Aber es ist für mich eigentlich wichtig, dass es ein Symbol einer Diktatur ist. Die Mauer war eine Diktatur, das heißt, man konnte eben nicht
sagen, was man wollte. Es hat keine freie Presse gegeben, es hat keine freien Wahlen gegeben, es hat keine Menschenrechte gegeben, die zu beachten waren. Es hat eben der Kommunismus geherrscht, der Sozialismus, und der ist für mich ähnlich schlimm wie der Nationalsozialismus. Das heißt, es ist ein Symbol für eine Diktatur, und da möchte ich eben gucken, dass solche Zeiten nicht mehr wiederkommen. Ich möchte, dass wir eher einen Frieden im Sinn haben, dass wir im Sinn haben, einem anderen Menschen zu helfen und ihn nicht kaputt zu machen. Ich habe im Sinn, dass man eben tatsächlich sich frei fühlen kann von Bedrängnissen, die man auf jeden Fall kriegen kann, und dass wir aber in einem System leben können, in dem wir uns frei entwickeln können, auch unsere Eigenschaften, unsere Eigenheiten frei entwickeln können und nicht gezwungen werden, etwas zu tun oder zu sagen, was wir gar nicht wollen. Ist das auch, warum Sie Flüchtlingen geholfen haben? Also Fluchthilfe war für mich das A und O. Ich bin später Orthopäde geworden, und ich muss mal so sagen, einem anderen Menschen das Knie in Ordnung bringen, das können viele. Aber einem anderen Menschen die Freiheit schenken, dass er frei leben kann, das konnten eben nur ganz wenige. Und deshalb bin ich auch stolz auf diese Zeit, was ich da gemacht habe, dass ich eben da etwas gemacht habe, was andere nicht tun konnten, nämlich anderen Menschen die Freiheit schenken. Because of his activities, Mr. Weigel experienced 2 kidnapping attempts by the East German State Security, or Staatssicherheit in German. This is why he eventually left Berlin, because he wanted his wife and daughter to live in safety. He moved to Hanover in West Germany and later on to Stuttgart, where he worked as a trauma surgeon, orthopedist and private physician. However, he returned to the German capital in 2007. Ever since, he has been researching and writing about the Berlin Wall and escape help in particular, and about the Cold War, the German Democratic Republic, and dictatorships in general. It is no surprise that he also became a speaker for events that are related to the Berlin Wall. If you are interested in his work and his present-day activities, you can take a look at his website. In addition to knowing so much about this topic, Mr. Weigel is a very approachable and kind man. He patiently answers any questions that you pose him, and he is very willing to provide more information and explanation from his point of view, if necessary. It was an absolute pleasure to spend time with him at the headquarters of the Berliner Unterwelten and at his home. Also, Herr Weigel, danke sehr für Ihre Zeit und für Ihre Gastfreundschaft. I hope this video helps to keep your story alive.